ja, Persönlichkeitsentwicklung, wie man etwas aus sich macht und worüber man nachdenken sollte und so weiter. Solches war mein erstes Buch in dieser Richtung. Und ich hatte dieses Buch durch und glaub mir, ich war den Tränen nah, weil ich festgestellt habe in dem Moment, ich kann hier nicht bleiben bei VW. Ich gehe ein, das kann nicht sein. Weil als Angestellter hast du halt einen gewissen geregelten Ablauf. Du weißt aber auch ganz genau, mehr ist nicht drin. Und als ich dieses Buch gelesen hatte, da wollte ich unbedingt mehr. Und ja, und viele, die mich kennen, haben immer gesagt, es ist eigentlich schade, dass du das nur für deine Mitarbeiter machst. Du musst das raus in die Welt bringen. Da können doch auch andere Menschen von profitieren. Das erste Seminar, da geht es um Rhetorik und Kommunikation und du merkst schon, das sind zwei verschiedene Themen. Ja? Rhetorik ist die Kunst der Rede. Wie drücke ich mich aus? Wie formuliere ich Dinge überzeugend? Kommunikation ist aber viel mehr, weil Kommunikation zwischen Menschen findet ja auch nonverbal statt. Das Gegenteil von ich brauche immer Sicherheit im Leben. Ja? Um nicht wieder zu sagen Mut. Also es ist so, darüber spreche ich übrigens auch, wenn ich das erwähnen darf, dieses Jahr in Köln in der Lanxess Arena auf dem Greater Festival. Da spreche ich auch unter anderem über dieses Thema, dass du den Weg im Leben, den du einschlägst, nie immer bis zum Ende kalkulieren kannst. Also du kannst nicht sagen, ich gründe erst ein Unternehmen, wenn ich alle Eventualitäten, die passieren könnten, abgeklärt habe. Ich muss auch mal ins kalte Wasser springen. Nur mein Auskommen haben, dann vergiss eine Selbstständigkeit, das macht keinen Sinn. Sondern Unternehmertum macht nur Sinn, wenn du was bewegen möchtest. Und das sind keine Ziele, die mit Geld zu tun haben. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr erstmal wieder eingeschaltet habt hier zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute den lieben Ralf Niehoff zu Gast und nicht wundern, ihr werdet mich schon im Hintergrund sehen, Setup ist ein bisschen anders. Ich bin hier in Duisburg, aber der Ralf ist in Dubai und da lebt er nämlich auch. Und ja, mit der Technik heutzutage macht man es möglich, dass wir auch hier auf der Distanz es mit der Kamera gut hinkriegen sollten, dass es für euch sehr gut rüberkommt. Aber genug dazu, jetzt erstmal zu Ralf. Und ja, Ralf, verlier gerne ein paar Sätze über dich und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Ja, ich bin Ralf Niehoff, Baujahr 66. Obwohl, wenn das nicht in meinem Ausweis stünde, würde ich es mir nicht glauben. Für das Alter bin ich viel zu verrückt, aber das ist ja auch gut so. Ich komme ursprünglich aus Braunschweig und da habe ich auch gelebt bis Februar 2022, bevor wir dann als Familie nach Dubai ausgewandert sind. Ja, cool. Ähm, Jetzt weiß ich ja, die Zuschauer noch nicht, dass du ja unternehmerisch dir wirklich viel aufgebaut hast über die letzten Jahrzehnte. Und wir wollen gerne auf beide Business-Komponenten eingehen. Du hast einmal vor kurzem, ich weiß jetzt nicht genau wann, aber Beacham Business gegründet und gestartet, aber vor allem ja auch als Finanzdienstleister Solon GmbH. Von daher, ja, wie kam es dazu? Woran bestand auch die Motivation, überhaupt Unternehmer zu werden? Und erzähl mal gerne einfach. Auch so vielleicht gehst gerne auf den Lebensweg. So, was hast du vielleicht auch mal gelernt? Erzähl mal so ein bisschen die Geschichte, finde ich mal interessant. Sehr, sehr gern. Ich hoffe, wir haben Zeit. Also ursprünglich wollte ich mal Elektriker werden und bin dann aber noch in der Probezeit rausgeflogen, weil ich mir erlaubt habe, dem Chef zu sagen, als er mich nach Überstunden fragte, da habe ich gesagt, ich dachte, Auszubildende dürfen keine Überstunden machen. Und dann sagte er zu mir, es war eben noch in der Probezeit, ja, okay, dann brauchst du keine Überstunden machen, du brauchst aber auch Montag nicht mehr wiederkommen. So. Auch gut. Und dann hatte sich das Thema erledigt. So. Und ja, dann habe ich mich mal initiativ bei Volkswagen beworben und bin auch noch genommen worden, sehr, zu meiner Verwunderung. Ja, weil in der Schule war jetzt nicht so mein Ding. Und insofern war ich doch sehr verwundert und habe dann bei Volkswagen aber Industriemechaniker für Produktionstechnik gelernt. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht und da habe ich zum ersten Mal wirklich auch Motivation gezeigt, was wirklich gut hinzubekommen. Habe dann diese Ausbildung mit 1 und 2 beendet, was für meine Verhältnisse sehr, sehr gut war damals, auch vorzeitig ausgelernt.
Und dann, weil mich Autos immer fasziniert haben, wollte ich eigentlich Konstruktionstechnik studieren. Auch noch. Ja, genau, genau. Und, Volkswagen, hatte mir sogar angeboten, das mit zu finanzieren über ein Stipendium. Und dann habe ich vom Geldgeschäft erfahren. Und da habe ich gesagt: „Okay, das probierst du mal.“ Und dann habe ich angefangen, ein paar Kollegen zu beraten, ja? Und irgendwann war ich der sich auskannte. Ich kannte mich gar nicht aus, aber besser als die, ja? Und insofern habe ich die dann beraten und damit auch Geld verdient. Und da habe ich gedacht: „Mensch, was könntest du jetzt eigentlich verdienen, wenn du nicht 8 Stunden bei Volkswagen deine Zeit verplempern müsstest?“ Und ich kann mich an eine Situation noch erinnern, da war Nachtschicht und ich war sehr viel früher fertig. Also, ich hatte morgens um 6 eigentlich Feierabend, ich war aber schon um 3 nachts fertig mit meiner Stückzahl. Und da habe ich ein Buch gelesen, da ging es um, ja, Persönlichkeitsentwicklung, wie man etwas aus sich macht und worüber man nachdenken sollte und so weiter. War mein erstes Buch in dieser Richtung. Und ich hatte dieses Buch durch und glaub mir, ich war den Tränen nah, weil ich festgestellt habe in dem Moment, ich kann hier nicht bleiben bei VW. Ich gehe ein, das kann nicht sein. Weil als Angestellter hast du halt einen gewissen geregelten Ablauf. Du weißt aber auch ganz genau, mehr ist nicht drin. Und als ich dieses Buch gelesen hatte, da wollte ich unbedingt mehr. Und ja, und Noch ganz kurz, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber welches Buch? Also einfach nur für die Zuschauer. ja, Kannst du dich noch dran erinnern? Das Buch heißt tatsächlich Manipulieren, aber richtig. Und ich kann mich noch erinnern, dass auf dem Cover so ein paar Mensch ärger dich nicht Figuren waren, also so Ja, Spielfiguren. Es sollte symbolisieren, dass man, wirklich strategisch vorgehen kann im Umgang mit Menschen und so weiter. Und das hat mich sehr fasziniert. Es war mein erstes Buch in dieser Richtung. Und mein Buch, das kann ich auch noch nennen, weil das ist sicherlich, für die Zuschauer interessant. Das Buch, was mich endgültig richtig motiviert hat, Gas zu geben im Leben, war von Arthur Williams, „Das Prinzip Gewinnen“. Man muss wissen, Arthur Williams ist Footballtrainer gewesen und in Amerika und hat in nur 10 Jahren die A.R. Williams, eine der größten Lebensversicherungsgesellschaften der Welt, aufgebaut. Und krass, okay. ja, und wenn du mal schlecht drauf bist, dann nimmst du dieses Buch, blätterst und wenn du irgendwo stoppst und fängst an zu lesen, bist du nach einer Seite hochmotiviert. Ist unfassbar. So soll es halt idealerweise sein. Ja, genau. Ja, cool. Genau. Na ja, und dann habe ich eben gesagt: „Mensch, was würdest du erreichen können, wenn du nicht mehr 8 Stunden hier zu Volkswagen laufen musst und deine Zeit verplempern musst?“ So habe ich das empfunden. Und, dann habe ich das Stipendium abgelehnt und habe mich selbstständig gemacht. Habe dann bei einem Hamburger Finanzdienstleister das Business gelernt und mit zunehmender Sicherheit im Geschäft wuchs dann der Wunsch in mir heran, es besser zu machen, also meine eigene Qualität durchzusetzen und so weiter. Ich habe 92 angefangen und 97 habe ich dann dort gekündigt und mich mit der Gründung der ersten Firma, der Solon-Gruppe, beschäftigt. Mhm. Ich weiß ja jetzt, durch einen Auftritt bei Greater kann man ja an der Stelle gerne sagen, dass du ja da auch irgendwie dir Schulden aufgenommen hast. Ich finde das für die Zuschauer einfach nochmal interessant, weil, also das, was du da gesagt hast, fand ich einfach faszinierend. So dieses, okay, ich brauche eben halt, um zu starten, das und das und das. Dafür gehen erstmal, ich keine Ahnung, da waren 70, 80.000 im Minus. Und erklär mal diese Steps, ich fand das so interessant, ähm, dass man irgendwie gesagt hat, ja gut, bis jetzt irgendwie sich die ersten 4 melden, Geld einfordern oder so, dauert ja 4 Wochen, bis da vielleicht der zweite Brief kommt, dauert 8 Wochen und so weiter. Ich finde, dann hast du es irgendwie geschafft. Ja, genau, so ähnlich war das. Also ich muss dazu sagen, auch wenn ich Finanzdienstleister bin, heute ist das natürlich anders. Heute kann ich sehr, sehr gut mit Geld umgehen. Damals aber nicht. Ich habe nie gelernt, mit Geld umzugehen und ich habe mein Geld rausgehauen. Ich habe viel zu früh große Autos gefahren, ja. Also, du musst dir vorstellen, mein erstes Auto im Leben war 'n Golf Cabriolet. Das war noch sponsert bei Oma zur Hälfte und mein zweites Auto im Leben war 'n 8er BMW. Ich habe nie wieder was Kleineres gefahren. Ich habe ich habe nie wieder was Kleineres gefahren. Ja, so. Wahnsinn. Und das war also viel zu teuer eigentlich zu der Zeit. Also, ich musste echt kämpfen, um dieses Auto halten zu können. Aber mein Ego war so groß damals, dass ich dachte: „Ey, du kannst dieses Auto nicht wieder abgeben. Du blamierst dich ja
tot. Du musst aus Braunschweig weggehen, wenn du dieses Auto wieder ab. Ja, ich war damals 25 und mit 25 'n 8er BMW zu fahren, das hat schon was. Heute sehe ich das natürlich alles viel entspannter, aber damals war ich eben so drauf, gebe ich ja gern zu. Und dementsprechend hatte ich kein Geld. Und wenn du dich selbstständig machen willst und eine eigene Firma gründen willst, dann brauchst du ja Equipment. Also einen Finanzdienstleister abzurechnen, erfordert eine unfassbar komplizierte Software. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, das für verschiedenen Produktpartnern, die ganzen Abrechnungen, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail, die Mitarbeiter abzurechnen, das ist halt so. Und die Software kostete damals in der Rohversion, also noch nicht auf mich angepasst, 30.000 D-Mark. Also das war unfassbar viel Geld. Und die lief auch nur auf einer sogenannten AS400. Die Älteren werden sich noch erinnern, eine IBM-Maschine, also kein Windows-PC oder sowas. Der kostete 17.000. Dann mussten die Abrechnungen gedruckt werden. Damals konnte man die noch nicht per E-Mail Mitarbeitern schicken. Das ging aber nur auf einem IBM-Drucker, der kostete 3.000 Mark. Und so ging das und Konferenzmöbel und so weiter. Und ich wollte also 100.000 D-Mark haben von den Banken und habe mit verschiedenen Banken gesprochen und die haben alle abgelehnt, ja, weil ich ja auch schon immer Schulden hatte. Und die haben eben gesagt, also Herr Niehoff, Sie hatten Zeit Ihres Lebens Schulden. Jetzt kommen Sie dahergelaufen und wollen nochmal 100.000 D-Mark haben für einen Finanzdienstleister, in Klammern für eine Konkurrenz zur Bank. Das haben die nicht gesagt, aber das haben sie gedacht. Und insofern haben die das natürlich dankend abgelehnt. Ja, und dann habe ich die Dinge einfach trotzdem bestellt und in Auftrag gegeben, die ich brauchte, weil ich mir gesagt habe, das dauert ja eh, bis die liefern. Und so war es dann auch. Und dann kamen eben Rechnungen, Mahnungen und habe ich telefoniert und habe so ein bisschen um Aufschub gebeten, habe das auch sukzessive bezahlt. Und ja, summa summarum habe ich diese 100.000 der Bank nicht gebraucht und kann deswegen sagen, die Solon ist nicht mit einem Cent in Schulden gestartet, weil ich das alles erdient hatte, das Geld, was ich brauchte. Und ja, und was können wir daraus lernen? Du brauchst einfach Selbstvertrauen und Mut, wenn du Dinge umsetzen willst. Ja, Ja, sehr spannend, genau zu der Thematik, so Thema Voraussetzungen zum Unternehmertum, da kommen wir gleich noch drauf. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich ja gerne nochmal auf dein neuestes Business, nenne ich das jetzt einfach mal, eingehen, Beach and Business. Da hatten wir ja auch mal kurzzeitig schon drüber gesprochen. Ja, erklär mal, wie ist das aufgebaut? Wie ist das entstanden? Warum ist es entstanden? Woraus? Ist welche Motivation auch da? Und ich weiß ja schon so ein bisschen 4 Tage, 4 Elemente, alles entsprechend auch mit Erlebnissen kombiniert, sehr, sehr interessant. Aber erzähl gerne mal selber. ja, wie ist es entstanden? Im Prinzip ist es auch, muss ich auch dazu etwas weiter ausholen. Im Finanzdienstleistungsvertrieb schule ich ja seit 30 Jahren meine eigenen Mitarbeiter. Ich schule sie in Rhetorik, Kommunikation, Business-Etikette, mentale Stärke, Zeitmanagement, Verhandlungstechniken, Verkaufspsychologie, all diese Dinge. Und ich habe mich dadurch natürlich auch selber weiterentwickelt. Und viele, die mich kennen, haben immer gesagt, es ist eigentlich schade, dass du das nur für deine Mitarbeiter machst. Du musst das raus in die Welt bringen. Da können doch auch andere Menschen von profitieren. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist der Hauptgrund, warum ich Finanzdienstleistungen gemacht habe oder immer noch mache, ist, weil ich dort auch Menschen entwickeln kann. Selbst unsere Mandanten entwickeln sich weiter durch die Beratungen mit uns, weil sie einfach finanzielle Bildung erfahren durch uns. Ja? Und da habe ich gesagt, aber meine eigentliche Motivation ist, Menschen etwas zu zeigen, ihnen Skills beizubringen, die sie vorher nicht hatten. Und dementsprechend habe ich dann die Beach in Business hier in Dubai gegründet, womit ich eben Seminare gebe in Rhetorik, Kommunikation, äh, Verkaufen, also die Magie des Verkaufens oder eben auch Geisteshaltung, also eine gesunde Geisteshaltung zu etablieren, die mir hilft, meine Ziele im Leben zu erreichen. Und das natürlich kombiniert mit, Entschuldigung, ich muss es so sagen, oder ich formuliere es so, in einer der schönsten Städte der Welt. Ja, Also wer noch nicht in Dubai war, der sollte sich das unbedingt mal anschauen. Was hier abgeht, ist unfassbar. Weil, wie gesagt, ich bin ja auch in Deutschland aufgewachsen und habe das immer als Maßstab gesehen. Aber wenn du natürlich jetzt eine Weile hier lebst, dann hast du eben die internationale Brille auf und siehst Dinge auch ganz anders und merkst erstmal, was möglich ist. Und das können eben auch Besucher, die Beach in Business buchen, dann eben auch mal 4 Tage erleben, was sie eben als
Tourist so schnell hätten gar nicht buchen können wahrscheinlich, weil sie sich nicht gekümmert hätten darum. Ja. Ja, ja. Allein an diese Orte dann zu kommen, ne? Ja, und alleine, wir mieten eine eigene Yacht, also eine eigene Beach and Business Yacht, wo nur unsere Gäste drauf sind, mit Catering. Wir schippern dort durch die Dubai Marina, um Palm Jumeirah drumherum. Wir schauen uns das Atlantis und das neue Atlantis Royal an, solche Dinge, und kommen abends in die wunderschön beleuchtete Marina wieder zurück. Das muss man erlebt haben. Ja. Also, du siehst, ich schwärme selber schon wieder, aber es ist einfach genial. Liebe Zuschauer, ne, ihr wisst schon mal Bescheid. Wie immer von den Gästen. Die Links sind in der Videobeschreibung, also gerne mal vorbeischauen da. Geh gerne so nochmal auf die Tage ein, wenn du magst. Also grob Ja. zumindest, ohne jetzt alles irgendwie zu verraten, aber was erlebt man denn da so? Also das erste Seminar, da geht es um Rhetorik und Kommunikation, und du merkst schon, das sind zwei verschiedene Themen. Ja? Rhetorik ist die Kunst der Rede. Wie drücke ich mich aus? Wie formuliere ich Dinge überzeugend? Kommunikation ist aber viel mehr, weil Kommunikation zwischen Menschen findet ja auch nonverbal statt. Also die ganze Körpersprache, allein durch die Kleidung kommunizieren wir. Durch unsere Art zu atmen, sollte man gar nicht glauben, kommunizieren wir. Ja? Durch unsere Hautreaktionen kommunizieren wir. Und wenn ich das weiß, dann kann ich das bewusst steuern und kann auch andere Menschen besser lesen. Und darum geht es mit Ausbildung vor der Kamera. Also wie verhalte ich mich vor der Kamera? Weil viele, die können ja reden, aber sobald eine Kamera läuft, kriegen die kein Wort mehr raus. Ja? Und das Lampen... Ich kenn's. Ich habe ja schon ein paar Leute interviewt, von daher, ja, ist tatsächlich der Kameraeffekt, der Spotlight-Effekt, so, Spotlight-Effekt, ja. Genau. So, und das trainieren wir eben weg, solche Dinge. Bekämpfen Lampenfieber, machen auch Stimmübungen. Du kannst deine Stimme tatsächlich trainieren. Und wie du vorhin schon angedeutet hast, die 4 Tage sind den 4 Elementen gewidmet. Ja? Erde, Feuer, Luft, Wasser, auch in der Reihenfolge. Und zum Beispiel beim Element Erde geht es erstmal darum, runterzukommen, sich zu erden, zu verstehen, warum spreche ich, wie kam es dazu, wie weit spielen meine Glaubenssätze eine Rolle dafür, für was ich, welche Dinge ich wahrnehme im Leben, was ich fokussiere und was ich möglicherweise nicht sehe. Und wenn ich das weiß, wenn ich mich selber kenne, dann verstehe ich auch, warum andere Menschen kommunizieren, wie sie kommunizieren. Das heißt, ich verlerne, Menschen etwas übel zu nehmen. Ich bin also entspannter im Umgang mit anderen Menschen, verstehe, warum die eine andere Realität haben als ich. So, und getreu dem Motto Erde fahren wir dann in die Wüste und spüren und erleben die Wüste Dubais auf eigenen Quads, mit denen wir dann so durch die Gegend heizen. Und dann haben wir eine kleine Zeremonie in der Wüste, wo wir negative Glaubenssätze, die wir tagsüber ausgearbeitet haben, buchstäblich in die Wüste schicken, indem wir sie in einer Feuerschale verbrennen. Und dann haben wir einen also einen Abend im Beduinencamp mit arabischem Essen, arabischer Kultur, Feuershow und so weiter, um einfach so ein bisschen auch die Kultur des Landes kennenzulernen. Und am Ja, klar. nächsten Tag geht es dann ins Element Luft. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Atmung, Stimme. Wie kann man Stimme trainieren? Wie kann man Lampenfieber bekämpfen? Indem man eben auch die Atmung reguliert und so weiter. Und getreu dem Motto Luft werden wir dann das höchste Gebäude der Welt besuchen, den Burj Khalifa. Und essen dann abends an den berühmten Fontänen. Ich kenne den Geschäftsführer im Social House, das ist das Restaurant mit der besten Lage in Dubai Downtown. Und da kriegen wir nicht nur im besten Restaurant, sondern auch noch am besten Tisch bekommen wir dann Plätze reserviert und haben dann unverbauten Blick auf die Fontänen und auf den Burj Khalifa beim Abendessen. Also das ist der zweite Tag. Am 3. Tag haben wir das Element Wasser. Da geht es um Sprachfluss, ein Gespräch im Fluss zu halten, Argumentationstechniken, Sprache lebendiger zu machen, indem ich Sprache zum Beispiel mit Attributen versehe. Also ich kann sagen, schau dir mal die Erdbeeren an. Ich kann aber auch sagen, schau dir mal diese frischen Erdbeeren an. Und merkst du den Unterschied? Ja? Und deshalb liest du in guten Speisekarten auch nicht einfach nur Salat der Saison, sondern knackiger Salat der Saison und so weiter. Ja, um mal so ein bisschen was zu verraten. Sowas. Und ja, getreu dem Motto Wasser, was kann jetzt kommen? Die Yachttour. Ja? Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, vielleicht sollte ich das gar nicht erwähnen, es bleibt Überraschung, weil wir werden auch standesgemäß
zur größten Shopping-Mall der Welt chauffiert. Ja, und, also solche Dinge, ja. Also O wenn ich das nur schon höre, krieg ich echt lustig. Ich bin mal gespannt, wie die Zuschauer darauf reagieren. Gerne mal in die Kommentare schreiben. Also ohne Witz. Das ist ja echt ein Erlebnis, ey. Ja, und das Ganze, mündet dann auch in einem Zertifikat. Also, Sie bekommen wirklich ein Zertifikat. Und das Schöne ist, vielleicht darf man das in so einem Video auch mal erwähnen, das ist eine Bildungsreise. Bildungsreisen lassen sich von der Steuer absetzen. Mhm. Das heißt, ja, das ist ein Seminar. Und ein Rhetorikseminar kann ich als Fortbildung von der Steuer absetzen. Und, was ja viele auch nicht wissen, ich habe ja neben meinem normalen Urlaub, habe ich ja auch Bildungsurlaub eine Woche in Deutschland, die ich in Anspruch nehmen kann. Und wenn ich eine Führungskraft bin, Manager bin oder dergleichen, dann kann ich meinen Chef sogar anhauen, ob der nicht einen Zuschuss dazu gibt, weil ich mich ja im Sinne der Firma weiterbilde. Das sind alles so Ideen. Also, ich finde es genial, weil vor allem man Bildung mit Erlebnis kombiniert. Ja. Und zwar Wahnsinnserlebnisse. Und was gibt's Schöneres? Also wenn man so dieses Normale aus seinem 9 to 5 kennt, irgendwie so, man sitzt dann in einem zu überhitzten Raum mit 30 Leuten und vor einer Präsentation, wo wieder eh keiner Lust drauf hat. Und so ja, hat man 4 Tage Spaß, Bildung, Erlebnisse und kann sich vor allem mit auch Gleichgesinnten austauschen. Ne? Das erstmal, du kannst netzwerken, weil wer das bucht, der ist ja Gleichgesinnter. Und was auch nicht zu unterschätzen ist an der Stelle ist, du lernst anders, wenn du nicht in deiner gewohnten Umgebung bist. Du bist ja in einer fremden, neuen Umgebung und du weißt, du bist nur deswegen da. Und deswegen sind die Menschen auch viel fokussierter. Das ist meine Erfahrung aus den ersten Gruppen, die jetzt da waren, dass sie gesagt haben, Mensch, wenn wir das Gleiche in unserer Heimatstadt gemacht hätten, in irgendeinem Hotel, wäre das nicht annähernd so rübergekommen. Und das ist ein Effekt, den ich vorher auch gar nicht bedacht habe, der aber durchaus da ist. Ja, cool. Ne? Gut, dass du das nochmal sagst. Ja, also wie gesagt, schreibt mal gerne jetzt schon mal eure Meinung dazu in den Kommentaren und die Links findet ihr entsprechend. Wir wollen aber natürlich auch so aufs Unternehmertum an sich drauf eingehen. Wir hatten ja schon, gerade hattest du eine Sache schon genannt, Mut zum Beispiel. Ähm, deswegen, wo sagst du, welche Voraussetzungen bräuchte man grundsätzlich, um Unternehmer werden zu können, aus deiner Sicht? Das Gegenteil von, ich brauche immer Sicherheit im Leben. Ja, um nicht wieder zu sagen Mut. Also es ist so, darüber spreche ich übrigens auch, wenn ich das erwähnen darf, dieses Jahr in Köln in der Lanxess Arena auf dem Greater Festival. Da spreche ich auch unter anderem über dieses Thema, dass du den Weg im Leben, den du einschlägst, nie immer bis zum Ende kalkulieren kannst. Also du kannst nicht sagen, ich gründe erst ein Unternehmen, wenn ich alle Eventualitäten, die passieren könnten, abgeklärt habe. Ja. Ich muss auch mal ins kalte Wasser springen. Und der Mensch ist ein Überlebenstier. Wenn er erstmal im kalten Wasser ist, dann schwimmt er auch. Mhm. Nur das erfahren viele Menschen erst, wenn sie das mal tun. Ja? Schau mal, als ich nach Dubai gegangen bin, da konnte ich auch nicht bis zum Ende wissen, kann ich mein Business digital von hier aus überhaupt führen in Deutschland? Weil die Solon, das sind 4 Firmen in Deutschland und die wollen geführt werden. Geht das von hier aus? Wie sind die Umstände hier? Wie schnell finden wir was zum Wohnen? Wie kompliziert oder einfach wird es sein, eine Firma hier zu gründen, die Emirates-ID zu bekommen und all diese Dinge? Natürlich hört man und man informiert sich, aber vor Ort können Dinge passieren, mit denen du nicht rechnest. Aber auch das prägt uns ja. Das heißt, wenn wir immer nur in unserer Komfortzone bleiben, dann ist das Leben relativ unspannend. Ja? Also du brauchst als Unternehmer das gewisse Selbstvertrauen, dass egal was passiert, wenn der Weg feststeht, den du gehst, dann gehst du ihn. Und dann räumst du, welche Hindernisse auch immer sich in den Weg stellen, auch aus dem Weg. Dieses Selbstvertrauen muss einfach da sein. Und es ist ja auch nicht so, dass man das alleine machen muss. Dafür gibt es ja auch Menschen, die den Weg schon gegangen sind und an die man sich auch wenden kann. Ich habe ja auch viel Hilfe bekommen auf meinem Weg durch die letzten 31 Jahre Unternehmertum. Ja, es wäre ja vermessen zu behaupten, das habe ich alles alleine. Ich habe Menschen kennengelernt und die haben mir Tipps gegeben und so weiter. Und das mache ich ja auch. Ich helfe ja auch Firmen oder Menschen bei der Firmengründung. Wenn mich ein junger Unternehmer fragt, was muss ich beachten bei einer GmbH-Gründung, worauf kommt es da an, worauf muss ich achten,
dann gebe ich auch Tipps. Ja, erfolgreiche Menschen helfen gern. Das ist meine Erfahrung. Ja, finde ich schön, dass du auch nochmal sagst, dass man letztendlich ja quasi erst aus diesen Wagnissen, die man dann wirklich bereit ist einzugehen, auch lernt. Und jeder da draußen, der jetzt zuschaut, kennt es ja selber. Also wenn man wirklich mal auf einmal vor einer komplett neuen Situation gestellt wird, sagen wir jetzt mal plötzlich Kündigung, dann lernst du, wie du gerade so schön gesagt hast, so oder so lernst du schon zu schwimmen. Ja? Ja, du lernst es ganz Weil, genau. weil was ist die Alternative? Untergehen. Ja, es gibt keine. Und das ist ja auch noch so der Punkt, dass die Menschen immer so einen Plan B brauchen. Ja? Meine Freunde in Deutschland haben mir auch gesagt: Mensch, verkauf nicht gleich dein Haus in Deutschland, nachher wird das da nichts und dann kommst du wieder und dann bist du froh, wenn du dein Haus noch hast. Ich habe gesagt: Nein, ich will keinen Plan B, weil dann wird Plan A nicht so erfolgreich. Das ist einfach so. Ja, sagst du echt noch was Wahres. Wie viele Leute sind tatsächlich noch bereit, nur diesen einen Plan zu gehen? Ich hatte gestern nämlich auch noch ein bisschen Greater geschaut, so am Rande, und da wurde nämlich genau das auch unter anderem gesagt in verschiedenen Vorträgen. Finde mal heutzutage noch den Menschen, der das macht. Ja, also prozentual sehr, sehr wenige, sondern klar, alle wollen noch Plan B, C, D, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Ja. Aber deswegen, du sprichst ja jetzt auch für und aus der Sicht des Unternehmers, deswegen für die Leute, die ja hier zuhören, dafür ist ja jetzt auch vor allem unter anderem auch die Folge da, Unternehmer Tipps annehmen möchten, ja, nehmt euch das zu Herzen. Also wenn, dann richtig. Ganz genau. Also je nachdem, was für eine Gesellschaftsform ich gründe, aber gründe ich eine Kapitalgesellschaft, dann sollte ich eben zum Beispiel den Gesellschaftsvertrag gut strukturieren. Denn hinterher etwas zu ändern, ist viel komplizierter. Ja? Und da verdient jedes Mal der Notar wieder mit, wenn du etwas änderst am Gesellschaftsvertrag. Also das muss gut durchdacht sein. Und da kann man sich ja eben auch informieren bei Menschen, die das schon gemacht haben. Zum Beispiel diese Selbstbeschränkung, ich glaube, Paragraph 181 BGB ist das, dass du mit dir selbst Geschäfte machen darfst, ja, dass das berücksichtigt ist, solche Dinge zum Beispiel. Du kannst mit einer Kapitalgesellschaft die Gewinne abschöpfen, indem du dir selber eine betriebliche Altersvorsorge beispielsweise zahlst. Ne? Das ist jetzt wieder mein Fach. Und insofern habe ich auch schon Menschen, die eine Einzelfirma hatten, empfohlen, pass auf, mach eine GmbH draus. Weil als Einzelfirma kannst du für deine Mitarbeiter eine betriebliche Altersvorsorge machen, aber nicht für dich selbst. Als GmbH-Geschäftsführer bist du aber wieder dein eigener Angestellter und kannst für dich auch immerhin jetzt bis zu 584 € monatlich steuerfrei aus der Firma in deine Altersvorsorge umwandeln. Sowas zum Beispiel. Ne? Da muss man halt wissen, ja. Das sollten einen eigentlich Steuerberater sagen. Meine Erfahrung mit Steuerberatern ist aber leider, dass die von allein kaum was sagen. Von allein machen die Buchhaltung, ja? Entschuldigung an alle Steuerberater da draußen. Es gibt auch andere, bestimmt. Aber meine Erfahrung ist, dass viele Steuerberater nur das machen, Buchhaltung, ja, und aber nicht wirklich Tipps geben. Ich meine, gut, wer bildet Steuerberater aus, ne? Wer bildet sie aus? Der Staat. Ja. Ja, passend dazu jetzt zu der Thema auch so Wagnis und dass man einen Plan am besten verfolgen sollte, wäre jetzt so die nächste Frage. Würdest du grundsätzlich eine Gründung als schwierig einstufen oder als komplex? Dazu gekoppelt so die Frage, was glaubst du denn, schreckt die meisten Menschen davon ab, ihr eigenes Business zu starten? Ist es dieses, ich brauche Sicherheit oder? Was schreckt die meisten ab? Ich denke tatsächlich diese Angst, es nicht zu schaffen. Ja, weil als Unternehmer musst du dir deine Arbeit selbst suchen. Als Angestellter bist du gewohnt, du kommst zur Arbeit und du bekommst gesagt, was du zu machen hast. Und du weißt auch in den meisten Fällen, wenn du das jetzt nicht komplett versaust, was du da zu tun hast, dann bekommst du am Monatsende auch dein Geld. Das kommt halt und darauf kannst du dich verlassen. Das ist als Unternehmer ganz anders. Als Selbstständiger musst du ganz anders denken. Ja. Schau mal, als Selbstständiger musst du morgens nicht aufstehen, weil es keinen Chef gibt, der sagt, du hast dann und dann da zu sein.
Du brauchst also Selbstdisziplin. Und diese Selbstdisziplin ist umso größer, je motivierender deine Ziele sind, die du im Leben hast. Also wenn du ziellos bist und sagst, ich will einfach nur mein Auskommen haben, dann vergiss eine Selbstständigkeit. Das macht keinen Sinn. Sondern Unternehmertum macht nur Sinn, wenn du was bewegen möchtest. Und das sind keine Ziele, die mit Geld zu tun haben. Das Geld kommt automatisch. Das ist ein Abfallprodukt, wenn du deinen Job gut machst. Und das ist genau der Punkt. Wenn mir jemand sagt, ja, aber Sicherheit, Sicherheit. Wie sicher ist denn ein verklausulierter Arbeitsvertrag, wo mehr oder weniger drinsteht, wenn du morgens um 8 da bist und bis 17 Uhr bleibst, eine Stunde Pause machst, 30 Tage Urlaub hast, die du natürlich vorher einreichst, dann bekommst du am Monatsende dein Geld. Dann gebe ich meine Sicherheit in die Hände des Unternehmers, für den ich tätig bin. Das heißt, ich muss dem vertrauen, dass der seinen Job gut genug macht, als dass das Unternehmen nicht insolvent geht und ich meinen Job behalte. Ich muss hier an der Stelle ganz kurz reingrätschen, weil tatsächlich, also die Leute, die ja hier meinen Podcast vor allem kennen, wissen ja, dass ich auch noch als Intensivpflegekraft noch tätig bin. Und mir ist es tatsächlich aktuell, was haben wir jetzt, vor 1,5 Wochen passiert. Also ohne Witz jetzt. Also der Arbeitgeber hat dann sogar sehr, sehr schön über ein WhatsApp-Video rundgeschickt an alle Mitarbeiter. 4 Tage jetzt vom Monatsende, am 26.06. Wir nehmen jetzt hier gerade am 6.07. auf und für die Zuschauer. Ja, ich bin insolvent. Tschüss. Echt? Ja, siehst du? Deswegen war jetzt als True Story die Leute hier mitzunehmen, ne? Weil ich kenne es ja selber, dass immer viele sagen hier, ne, Arbeitnehmertum ist so sicher. Sieht man mal, wie sicher das ist. Und ja, also nur mal so am Rande. Ja, klar, jetzt werden einige natürlich sagen, na gut, aber wenn du jetzt bei so einem Konzern wie der Volkswagen, ne, da war ich ja auch, bist, das ist doch sicher. Ja, selbstverständlich. Ich denke nicht, dass VW pleite geht. Ja? Selbst nicht bei der Elektrifizierung der ganzen Autos jetzt. Glaube ich, dass sie das schon hinbekommen. Die Frage ist ja, was willst du im Leben? Es ist ja auch nicht grundsätzlich verkehrt, angestellt zu sein. Das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Es gibt auch Unternehmen, wo Wert darauf gelegt wird, dass Arbeitnehmer sich identifizieren. Ich meine, ich habe ja auch Angestellte. Ja? Aber meine Angestellten, die leben die Firma. Also wir sind ein Team und die leben das und die setzen sich ein. Die denken nicht wie ein Angestellter. Also meine Assistentin zum Beispiel, die Lena, die denkt so für mich mit, und die ist auch für mich erreichbar, wenn die jetzt gerade Feierabend hat. Nicht, dass ich das ausnutzen würde. Das weiß sie auch, dass ich das nicht ausnutze. Aber es ist ein schönes Gefühl zu wissen, sie ist für die Firma da. Und wenn es sein muss, auch mal am Wochenende. Ja, klar. Und das ist ein total entspanntes Verhältnis. Dann ist es ja auch okay, angestellt zu sein. Ja? Die Frage ist, was will ich im Leben? Nur ich kann nicht immer die ganze Zeit rummeckern über meinen Job, aber zu feige sein, etwas zu ändern. Dann darf ich mich nicht beschweren. Oh ja, die habe ich auch immer gemocht. Morgens am Tisch, wenn man dann gefrühstückt hat, ne? Die Montags-Morgens-Gesichter. Dinge dann schon anfangen, ne? Wetter ist wieder scheiße. Und ich denke mir so, ja, seit wann lebst du schon hier in Deutschland? Ist halt jetzt so für dich verwunderlich, dass wir Regentage haben oder sonstiges. Da fängst du ja dann schon an. Aber ja, Einer der Gründe, warum ich nach Dubai gegangen bin. Hier ist das Wetter total langweilig. Es ist immer blauer Himmel. Immer. Wir haben statistisch 7 Tage Regen im Jahr. Vorletztes Jahr hat es gar nicht geregnet. Und ich glaube, letztes Jahr 3 Tage oder so. Also, das ist schön. Nein, aber das kenne ich ja auch noch bei Volkswagen. Da gab es Gesichter, die hofften am Montag, dass möglichst schnell Freitag ist. Also wie pervers ist das, dass ich hoffe, dass 5 Tage meiner begrenzten Lebenszeit möglichst schnell vorübergehen, damit ich am Wochenende leben kann. Das ist doch, genau, das ist der treffende Begriff. Da habe ich mir auch mal gedacht, wie pervers ist das? ja, Ja. ja. Wir haben doch nur dieses eine Leben. Ja, wir haben ja nur dieses eine Leben, ja. Ganz genau. Also ich freue mich über jeden Menschen, den ich inspiriere, das zu machen. Und unser Vertrieb, die sind ja auch alle selbstständig bei Solon. Und es ist wirklich schon oft vorgekommen, dass Eltern von jungen Mitarbeitern mich irgendwann angerufen haben und gesagt haben, sagen Sie mal, was haben Sie mit meinem Sohn gemacht oder mit meiner Tochter gemacht? Ich sage, wie, was habe ich denn gemacht?
Ja, seit der bei Ihnen ist der total verändert. Der kleidet sich anders, der ist disziplinierter, der ist zielstrebiger, der drückt sich anders aus, ganz anders. Und das wollte ich Ihnen mal sagen. Also das ist das, wo mein Herz aufgeht, weißt du? Wenn ich merke, dass ich Menschen verändern kann positiv, das ist das. Und wenn Menschen auf einmal, Ja, ja, sag ruhig. dass Menschen durch unsere Ausbildung auf einmal 5-stellig im Monat verdienen, was sie in ihrem Angestelltenverhältnis vorher eben nicht haben. Das schafft natürlich auch nicht jeder, das will ich gern sagen, weil ich kann aus Blei kein Gold machen. Ja? Die grundsätzlichen Charakterzüge, die werden in den ersten 5 bis 7 Lebensjahren werden die gelegt. Und wenn die da sind, dann kann man da was rausholen. Wenn die nicht da sind, kann ich es auch nicht einpflanzen. Aber wer in sich immer so eine Motivation verspürt, eigentlich mehr aus seinem Leben machen zu wollen, das sind die Richtigen. Und die sollten es wagen. Ja, nee, ich wollte nur mal kurz darauf eingehen, was du ja gesagt hast, diese Wertschätzung und Anerkennung, die man dann in solchen Fällen, ne, wenn die Familie auf dich zukommt, gegenüber gibt, ist ja Gold wert und letztendlich auch dann die Quintessenz, warum man das Ganze macht. Weil, wie du so schön gesagt hast, auch schon vor 5 Minuten, der Rest, sprich Abfallprodukt Geld, kommt dann auch alleine. Wenn man nämlich für so eine Begeisterung nach außen hin sorgen kann. Und das sind ja nicht Dinge, die man einfordert, sondern die kommen ja auf dich einfach zu. Ich kenne es ja auch jetzt in verschiedensten Bereichen hier bei der Podcast-Thematik hier. Ist ja wundervoll, ne? Wenn dann Leute irgendwie auf mich zukommen, ey, ich habe die Folge von dir gesehen und genau darin bin ich jetzt darin oder darin besser geworden. Wahnsinn. Ja, also du darfst niemals hinterm Geld herjagen. Wenn du hinter etwas herjagst, rennt es vor dir weg. Das ist bei Frauen so und das ist auch beim Geld so. Ja? So. Das heißt, du musst anziehend wirken für die gewissen Dinge, die du haben möchtest. Das hört sich jetzt ein bisschen spirituell an, das weiß ich, aber es ist so. Ich kann es nur so sagen. Ja, wenn du dich mit Geld beschäftigst, ich habe dazu ja auch einen Videokurs mal aufgenommen, vielleicht darf ich das auch erwähnen, hin zu einem konstruktiven Money-Mindset. Und ich bin überzeugt davon, wer sich diese Videos anschaut, diesen Kurs, der wird hinterher anders über Geld denken. Denn wir haben Reichtumverhinderungsprogramme im Kopf, die uns oft gar nicht bewusst sind, aber die verhindern, dass Geld in unser Leben kommt. Und es geht dabei gar nicht darum, was du beruflich machst. Der Weg, wie Geld ins Leben kommt, der ergibt sich, wenn man anfängt, vernünftig zu denken. Also das Mindset ist das alles Entscheidende. Ja? Kannst Weil du da einfach nur mal so jetzt spontan so ein Beispiel nennen für so ein klar, Reichtumsverhinderungsprogramm, die wir da so haben? absolut. Ein Beispiel, was jeder kennt. Geld verdirbt den Charakter. Ja. Genau, das hätte ich nämlich eh schon später gefragt. Also So, passend, sehr gut. so. Ich sage, das Gegenteil ist der Fall. Geld verbessert den Charakter. Weil wenn du in Armut lebst, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder arme Mensch kriminell wird, aber da, wo Armut ist, ist Kriminalität. Das ist einfach Fakt. Und wenn du wirklich glaubst, dass Geld den Charakter verdirbt, dann musst du dich nicht wundern, wenn du zu kein Geld kommst. Weil unser Unterbewusstsein ist die wahre Macht in uns und das will dich immer schützen und das will dich auch vor einem schlechten Charakter schützen. Denn wenn du deinem Unterbewusstsein eintrichterst, Geld verdirbt den Charakter, dann sagt das Unterbewusstsein, Geld, geh weg, ich komme. Und dann wirst du immer nur in Rechnungen leben und in Schulden leben, wirst dich darüber aufregen, dich darauf konzentrieren und dann kriegst du mehr davon. Es ist eigentlich so einfach. Mhm. Ja, mega Worte. Was soll ich dazu sagen? Also, ja, deswegen rudern wir vielleicht so einen Ticken zurück, einfach nur so Richtung Unternehmertum, puncto Aufgaben. Du hast ja schon gerade so schön gesagt, so man muss sich ja auch Aufgaben natürlich suchen jetzt als Selbstständiger. Aber gerne jetzt auch so für die Zuschauer einfach, gerade jetzt in deinem Fall nochmal gerne so das Verhältnis von damals zu jetzt darzustellen. Wie sah denn so damals vielleicht noch dein Alltag und Aufgabenbereich aus zu jetzt? Also jetzt ist es relativ entspannt. Und dafür habe ich aber auch viel gearbeitet, weil es ist ja so, das Ziel muss es ja sein, dass du Geld verdienst. Und wenn das Geld mehr wird, fängt das Geld für dich an zu arbeiten. Und du selbst musst weniger arbeiten. In der Phase bin ich jetzt.
Aber wenn du am Anfang stehst, dann ist es einfach, ich darf das mal so sagen, arschvoll Arbeit. Also wenn du dich selbstständig machst, Unternehmen gründest, bitte vergiss die ersten 3 Jahre Urlaub. Jemand, der was bewegen will, der was reißen will, der gründet nicht eine Firma und fährt dann in Urlaub. Das ist Quatsch. Also die ersten 3 Jahre gib richtig Gas, weil da geht alles schief, was schiefgehen kann. Und dann musst du einfach dranbleiben. Und damals waren natürlich meine Aufgaben, akquirieren, akquirieren, akquirieren. Viel mit Kunden sprechen, viel lernen, viel Überzeugungsarbeit leisten, dass sich eben auch Vertriebler meinem jungen Unternehmen anschließen und so weiter. Das war da alles ziemlich stressig und ich habe verdammt viel gearbeitet auch. Ja. Aber die Motivation hat dafür gesorgt, dass es sich eben nicht wie Arbeit anfühlt. Also wenn du als Angestellter gesagt bekommst, so, Sie arbeiten jetzt die ganze Woche 12 Stunden am Tag, dann brichst du zusammen. Ja. Als Selbstständiger merkst du das gar nicht. Ich habe aber auch gestern bis um 12:30 an meinem Schreibtisch gesessen. Aber nicht, weil mich jemand gezwungen hat, sondern weil ich das wollte, weil ich Dinge unbedingt noch fertig machen wollte. Das war ja meine Entscheidung. Und dann fühlt sich das auch anders an. Ja? Und ich habe nichts verpasst dadurch. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Ich weiß nicht, was es im Fernsehen läuft. Ich gucke selten Fernsehen. Ja? Also du musst einfach reinhauen. Du hast keine festen Arbeitszeiten. Ja? Und das ist, Auf welchen Trugschluss ich nochmal gerne eingehen möchte, ist ja, dass ja jetzt vielleicht viele, die oder so zuhören. Ich meine, ihr könnt ja mal gerne einfach Ralf Niehoff googeln, also und dann die Firma und man sieht ja so ein paar Umsätze. Ne, so, also dir geht es ja theoretisch gut. Man könnte jetzt von außen stehen sagen, ja, oder was sich auch viele quasi wünschen, so, ja, sich so ein Vermögen anzuhäufen und jetzt chillig, Füße hoch, mache ich gar nichts mehr. Das halt ja trotzdem genau das Falsche ist, weil ich jetzt auch von anderen Unternehmern, mit denen ich schon gesprochen habe, genau natürlich gegenteilig höre. Vielleicht hat sich mal einer irgendwie ein halbes Jahr komplett eine Auszeit genommen, ja, aber dann rattert dein Kopf und also der Mensch braucht Aufgaben, darauf will ich hinaus. Und dass dieses trügerische Bild eigentlich gar nicht gibt, sage ich mal, dieses, ja, klar, man hat jetzt vielleicht auch gewissen Reichtum, aber jetzt 30 Jahre nur chillen? Nee. ich verrate jetzt mal etwas aus meiner neuen Keynote, die ich jetzt am 29. Juli in der Lanxess Arena halten werde. Ein Kernsatz lautet, wir sind Sklaven unseres Intellekts. Das heißt, unser Intellekt treibt uns. Ob du mit viel oder wenig im Leben zufrieden bist, hängt vom Intellekt ab. Ein auch armer Mensch kann sehr glücklich sein. Glück hängt ja nicht von materiellen Gütern oder vom Bankkonto ab, sondern Glück ist die Harmonie zwischen deinen Lebensumständen und deinem Intellekt. Das ist Glück. Ja? Das heißt, und das beantwortet auch deine Frage, es geht ja nicht um Geld, sondern ich kann doch nicht das, was ich kann, verschwenden, indem ich hier nur rumsitze und nichts tue. Das wäre ja, da habe ich gar keine Worte für. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja, Viele haben ja so das Bild, ja, ich habe jetzt 2 Millionen auf dem Konto oder so und jetzt kann ich nichts mehr machen. ja, aber das denken die, Entschuldigung, das denken die eben nicht so viel Geld haben. Die denken ja, wenn ich 2 Millionen hätte, dann würde ich nur noch dies und das und jenes. Aber wenn du diese 2 Millionen oder 5 Millionen, wie viel auch immer, erarbeitest, dann entwickelst du dich ja auch weiter in deinen Fähigkeiten und dann lernst du Menschen kennen, die 10 Millionen haben. Und dann sagst du, Mensch, wie arm bin ich eigentlich? Ja, also es gibt ja kein Limit. Es gibt kein Ja, Limit. klar. Und insofern ist Geld ja nicht der Motivator. Sonst könnte man tatsächlich sagen, jetzt arbeitet man nicht mehr. Also es macht ja Spaß, das zu tun und etwas zu bewegen, so einen Videokurs aufzunehmen und sich zu freuen, wenn Leute einem anschreiben, Mensch, ich habe deinen Kurs gesehen, er hat mich weitergebracht. Oder ich habe in Köln deine Keynote gesehen und das hat mich komplett verändert. Das ist doch das, was das Leben lebenswert macht, Dinge verändern zu können. Und darum geht es mir. Also ich freue mich wie ein kleines Kind, wenn ich Menschen positiv beeinflussen kann. Das ist meine Motivation, das ist mein Ding. Ja, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Nee, deswegen gut, dass du das nochmal halt sagst. Ich habe immer eine Frage bisher in jeder Folge drin gehabt, die Zuschauer werden es wissen, Thema Akzeptanz und Ansehen in der Gesellschaft. Wie ist das als Unternehmer? Erstmal per se, dann vielleicht
wie ich jetzt gerade gesagt habe, wenn man jetzt recherchieren würde und man sagt, ja, den Ralf geht's gut, ja, wie ist dann sogar nochmal vielleicht eine Veränderung im Thema Ansehen? Schilder einfach mal gerne. Also, das hören die Natürlich die Frage, auf welchen Leute man trifft, ne? Also das ist genau der Punkt. Angestellte oder auf Unternehmer, aber deswegen vielleicht mal gerne aus allen Perspektiven, die du so erlebt hast, einfach. Also, immer wenn du aus der Masse ausbrichst, polarisierst du. Und du kannst es eh nicht der ganzen Welt recht machen. Es wird immer Menschen geben, die das doof finden, was du machst und die dann, weiß ich nicht, ob es Neid ist oder wie auch immer, die dann sagen, ja, die stecken ja alle voll und die Armen haben nichts oder wie auch immer. Und manche sagen, okay, da geht einer voran, der schafft Arbeitsplätze, ja, und der schafft in meinem Fall mit der Solon-Gruppe, verhindern wir finanzielle Armut unserer Mandanten im Alter. Weil, das darf ich vielleicht an der Stelle noch mal sagen, ich sitze da an der Quelle, ich weiß es ganz genau, die gesetzliche Rentenversicherung wird die Leute in Armut führen. Es wird nicht reichen. Die durchschnittliche Rente in Deutschland ist jetzt bei 1085 Euro. 1085 jetzt. Jetzt denk mal 30, 40 Jahre weiter. Wenn unsere Generation, ich bin ja noch ein Babyboomer, ja, ein geburtenstarker Jahrgang, wenn unsere Generation in Rente geht und diese Arbeitskraft verloren geht und auch die Kraft, die in die Rentenversicherung einzahlt, dann kollabiert das System, das ist Fakt. Ja? Und wie sind wir jetzt eigentlich drauf gekommen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, wegen Ach der so, ja, Akzeptanz und Unternehmer, wie den sind wir Ansehen. angesehen? Genau. Ich denke, wir machen einen verdammt wichtigen Job und wir müssen immer Menschen haben, die vorangehen, die nicht reden, sondern auch machen. Was wäre die Wirtschaft, wenn es keine Unternehmer gäbe, die sagen, ich habe den Mut, ich übernehme diese Verantwortung, ich schaffe Arbeitsplätze, ich produziere etwas, liefere Dienstleistungen, was auch immer. Ich meine, wie soll denn sonst alles entstehen? Ja. Ja, Schön, dass du das nochmal sagst, weil ich hatte gestern auch wieder dann einen Auftritt gesehen, Thema Vorangehen. Also wenn Probleme geschehen, dass man auch schnellstmöglich versucht, eine Lösung zu finden. Und die Person, die das gesagt hat, fand ich sogar noch besser. Die hat gesagt, wir selbst geben ja einfach nur den Ganzen das Etikett Problem. absolut. Eigentlich neutral betrachtet sind Dinge alle, die passieren, nur Ereignisse. Und da gilt es dann ganz schnell, also zum Beispiel wie bei mir jetzt vor 1,5 Wochen, ganz schnell zu agieren und zu sagen, okay, ja, das ist jetzt so passiert. Weil dabei jetzt auch nicht sagen, hat er auch so schön gesagt, nicht heißen soll, ja, ist mir scheißegal, sondern annehmen und Ereignis ist jetzt eingetroffen. Was willst du jetzt machen? Also, So ist es. Das lernen zum Beispiel meine Mitarbeiter auch in unseren Schulungen. Alles sind Situationen, die auf uns zukommen. Eine Situation ist erstmal neutral. Die Bewertung der Situation nehmen wir vor. Und unsere Glaubenssätze formen daraus eine Herausforderung oder ein Problem. Also das Wort Problem existiert in meinem Wortschatz gar nicht mehr. Es ist doch nicht so, dass ich keine Herausforderung habe, dass bei mir immer alles glatt läuft. Ja, das gibt es bei mir auch. Aber ich denke sofort, also automatisch, wie kann ich es lösen? Und nicht, warum passiert mir das wieder? Das ist ja ungerecht. Ach du Scheiß, was mache ich denn jetzt? Das weil das führt immer wie vor 10 oder 15 Minuten, da Und- würde ich jetzt wieder direkt fragen, ja, was ist denn jetzt die Alternative, die Leute, die jetzt hier hören? so, Ja, eine Woche rumheulen und genau. saufen, keine Ahnung. Also, Genau. was ist die Alternative? Ich habe immer die Wahl, wie ich reagiere. Welche Macht ich der Situation gebe, auch emotional oder eben nicht. Ja? Und wir sind darauf nicht zu sprechen gekommen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber 2008 hatte ich meinen unternehmerischen Tiefpunkt. Und da hat 90% meines Vertriebes gekündigt, weil die im Hintergrund seit 3 Monaten eine eigene Firma geplant hatten. Und das war zu der Zeit, als ich eine riesen Villa finanziert habe. Also darüber erzähle ich will jetzt nicht alles aus meiner Keynote verraten in Köln, aber diese Geschichte erzähle ich in Köln. Das hat mir echt den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe gedacht, das war's jetzt. Weil ich hatte Kaufvertrag unterschrieben, Finanzierung, alles stand. Und auf einmal kündigen die alle. Ich darf dazu sagen, diese Firma gibt es heute nicht mehr. Ja? Das ist aber nur Genugtuung. Aber letzten Endes, da hatte ich ein echtes Problem in dem Moment.
Und ich bin mental wirklich ein starker Mensch, würde ich behaupten. Aber da habe ich gedacht, das war's jetzt. Und aus der Situation bin ich auch rausgekommen, nicht pleite gegangen, habe das Haus halten können. Und ich habe diese Geschichte, jetzt ist meine Tochter 16, ich habe sie vor, ich glaube, 4 Jahren habe ich meiner Tochter diese Geschichte mal erzählt, da war sie 12. Und da sagt meine 12-jährige Tochter zu mir: „Aber Papa, eigentlich kannst du doch froh sein, dass dir das passiert ist. Weil du siehst, du bist immer noch da, du hast es überlebt und diese Situation hat doch dafür gesorgt, dass du heute viel stärker bist. Weil was soll dir denn jetzt noch passieren, wenn du das überstanden hast?“ Meine Wahnsinn. 12-jährige Tochter. Ich wollte gerade sagen, tolle Ansichtsweise von deiner Tochter in dem So, Alter. Krass. da kannst du sehen, welche Werte, welche Erziehung sie genossen hat. Weil wir ihr natürlich auch von Kindesbeinen an beigebracht haben, dass es keine Probleme gibt, sondern Situationen und dass egal, was du im Leben erfährst, auch wenn es sich im ersten Moment negativ anfühlt, es hat immer einen Sinn und wenn es dich nicht tötet, dann macht es dich stark. So, und da wir alle noch leben, hat uns alles, was wir erlebt haben, stärker gemacht. Ja, definitiv. Also, da wir jetzt gerade so passend auch bei diesen Glaubenssätzen sind, die ja viele auch haben, um erfolgreich zu werden, ja, also hinderliche Glaubenssätze haben. Wo würdest du bei dir sagen, jetzt so auch im Laufe des ganzen Lebens natürlich, aber so ein paar Glaubenssätze, die dir vielleicht ad hoc einfallen, wo du sagst, die du ablegen musstest, um jetzt überhaupt dastehen zu können, wo du bist? Mhm. Also ein ganz wichtiger Glaubenssatz war geprägt durch meine Kindheit: Ich bin nicht gut genug. Also, weil du machst dann den Fehler, du vergleichst dich immer mit Menschen, die wirklich besser sind als du. Und die gibt's immer. Und in dem Moment denkst du sofort, ich bin nicht gut genug. Und das raubt Energie. Ja? Und deswegen ist sich zu vergleichen mit anderen auch immer schwierig. Ich weiß, ich bin davon auch nicht frei. Das passiert automatisch, dass ich mich mit anderen Coaches vergleiche. Was machen die? Und dann machen die ein Video, wo ich sage, ey, tolle Idee, Mist, hättest du auch drauf kommen können. Ja? Äh, aber das muss man ablegen. Ich bin nicht gut genug. Denn dann fängt man gar nicht erst an, Ja, zum Beispiel. ja, stimmt. Ja? Diese Selbstzweifel dann. Oder was bei mir auch oft ganz schlimm ist, dass ich immer denke, na, was kann ich denn schon? Das, was ich weiß, das muss man doch wissen. Also auch mit diesem Kurs über das konstruktive Money Mindset. Ich wollte den erst gar nicht aufnehmen, weil ich dachte, na ja, das ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft, vernünftig über Geld zu denken, damit ich Geld in mein Leben ziehe. Und dann haben andere gesagt, wenn ich mal so ein paar Sätze rausgehauen habe, nee, mach das, das ist gut, das müssen die Leute erfahren. Wo ich immer denke, das, was ich weiß, das weiß man doch, es ist ja nichts Besonderes. Aber es scheint doch was Besonderes zu sein. Ja, ja, also, da kann ich auch noch mal den Zuschauern, also von mir das auch noch mal genau das, was du sagst, unterstreichen. Weil ich ja jetzt auch mit meinem Team, also Designer und Videograf, dabei bin, eben halt Social Media Agenturmäßig was auf die Beine zu stellen, um nämlich Unternehmern auch diese Social Media Präsenz, die viele haben wollen, abzunehmen. Und jetzt einfach nur mal so kurz auf einen Punkt zu gehen, wo ich mir so denke, ähm, Thema jetzt zum Beispiel YouTube, ähm, ein Low-Competition-Titel passend zu finden für dieses Interview jetzt hier zum Beispiel. Das muss doch, wie du gesagt hast, das ist doch einfach, das muss man doch wissen. Aber viele wissen dann das nicht, diese Tools dafür und so weiter und so Ja. fort. Ähm, ja, ist schon gut, dass du, was du sagst, dass eben halt auch diese Kleinigkeiten echt viel Wert für einige haben können. Und um das jetzt Ganze mal ins Positive zu drehen, einfach, natürlich sollten wir immer unser größter Kritiker sein, aber auch unser größter Fan. Gleichzeitig. Also, dass wir auch wertschätzen, was wir selber schon erreicht haben, was wir geschafft haben. Ich meine, wenn ich das jetzt so sehe, was ich heute besitze und dass ich in Dubai leben darf, an einem traumhaften Ort, da bin ich unfassbar dankbar für und das ist ja schon mal was, ja? Also, das schaffen ja auch nicht alle und das dürfen wir dann auch manchmal anerkennen und daraus dann wieder auch die Kraft schöpfen, weiterzumachen, noch besser zu werden. Weil ich bin ja längst nicht am Limit, um Gottes Willen. Ja, ja, klar. Ähm, Zu Beginn hattest du ja auch gesagt, dass man natürlich von Menschen, naja, von Gestik, Hautreaktion, alles Mögliche viel ablesen kann. Deswegen
Jetzt auch so für die Unternehmer da draußen, puncto Mitarbeiter. Worauf achtest du bei Mitarbeitern, beziehungsweise worauf achtest du beim Menschen, wo du sagst, der würde in mein Unternehmen passen, charakterlich oder wie Ja, er sich halt gibt? Was sind so deine ja. Punkte? Also das Wichtigste ist, dass ich mir vorstellen kann, dass diese Person vertrauenswürdig wirkt, ohne sich verstellen zu müssen. Also Authentizität ist ganz wichtig, authentisch, vertrauenswürdig zu wirken. Weil wenn ich anderen Menschen etwas verkaufen möchte, wenn ich, gerade das Geldgeschäft ist ein sehr sensibles Geschäft. Und wenn ich möchte, dass andere Menschen mir vertrauen, was ich ihnen über Geld erzähle, dann muss ich eben eine vertrauenswürdige Wirkung haben. Und das kannst du schlecht schulen. Es gibt durchaus sehr kompetente Menschen im Bereich Finanzen, aber die sind nicht empathisch. Ja? Die finden keinen Draht zu Menschen. Und das ist wichtig. Verkaufen kann man lernen. Das ist also Quatsch, du musst ein Verkaufstalent sein, das ist Blödsinn. Verkaufen ist ein Handwerk, was du genauso lernen kannst wie Schlosser, ja, Optiker oder sonst irgendwas. Das kann man lernen. Aber was schwierig ist, ist eben die grundsätzliche charakterliche Struktur. Die ist nun mal da. Und wenn dann jemand eben eher, ich sage jetzt mal, wie ein Verbrecher wirkt, dann kann er noch so kompetent sein, der kriegt keinen Stich. Darauf achte ich. Auch, Mir nochmal wichtig, dass du das halt sagst, weil viele, mein Gott, also viele jetzt auch Angestellte, ich kenne es ja selber, aber jeder war ja auch vielleicht mal irgendwo angestellt, du ja auch, dass wenn man ja dann zu Vorstellungsgesprächen geht, ne, dass da dann eben halt eher so auf die Hard Skills geachtet wird, ausschließlich, oder auch so tolle Dinge wie, ne, ein 2,0er Kandidat wird ein 3,0er schon mal per se vorgezogen. Deswegen finde ich gut und schön, dass du sagst, da eben halt eher auf die Soft Skills, also Empathie und einfach dieses, ne, was man halt so mitbringt klar, als Mensch, und, achtet. und ich sage mal im Vertrieb, wenn du im Vertrieb erfolgreich sein möchtest, dann brauchst du ja auch eine gewisse Energie. Also wie strahlt der aus? Zuverlässigkeit ist unfassbar wichtig. Und Zuverlässigkeit ist ja was anderes wie Pünktlichkeit. Ja, Pünktlichkeit gehört dazu, aber Zuverlässigkeit, ein Mann, ein Wort, wie man so schön sagt. Kann ich mich darauf verlassen? Wenn er sagt, ich habe die Unterlagen bis da und da und fertig oder an den Kunden geschickt, macht er das auch. Also gewisse Blauanteile, wenn wir von der Vierfarbenlehre sprechen bei Menschen, gewisse Blauanteile sind natürlich auch sehr wichtig, dass er ordentlich ist. Es gibt viele gute Verkäufer, die sind aber Chaoten. Ja, und die lassen viel Geschäft liegen, weil sie das einfach verdaddeln. Und dann lassen sie Fristen verstreichen, haben auf ihren Konten nicht aufgeräumt, bis dann der Gerichtsvollzieher bei ihnen vor der Tür steht. Sowas gibt's alles. Aber die sind gute Verkäufer. Aber der Rest dahinter stimmt nicht. Also du musst auch eine gewisse Disziplin, Zuverlässigkeit ordentlich sein, ja, damit das klappt mit der Selbstständigkeit oder im Vertrieb. Mhm. Ja, bleiben wir nochmal so ein bisschen bei der Thematik Mitarbeiter, würde mich auch interessieren und auch für die anderen Unternehmer da draußen, die zuhören, wie gehst du die Sache an, deine Mitarbeiter zu motivieren? Also eher monetär, finanziell oder intrinsisch? Weil hier ist ja auch, mein Gott, kennen wir auch alle, äh, da sind wir da bei der Thematik wie vor 15 Minuten, man sitzt morgens am Tisch und alle heulen wieder über das Geld rum und freuen sich dann vor allem auf diese, keine Ahnung, jährliche automatische Erhöhung, finde ich mal auch schon grandios, so bloß nichts machen wollen, ne? Bloß nicht Gehaltsverhandlungen oder so mal eingehen Ja. und sich da auch wieder selber zurückstellen, aber wo ich mir denke, also ich habe mir immer so gedacht und ich denke auch heute noch so, ja toll, jetzt kriege ich einmal im Jahr vielleicht dann 100 € brutto mehr und ich so ganz plump gesagt, ja toll, jetzt kann ich mir ein Eis mehr kaufen, einmal im Jahr. Was bringt das? Ich war immer so der Fan, wenn ich jetzt auch zum Chef gegangen bin und habe gesagt, hey, pass auf, ne, was können wir machen? Welche Weiterbildung vielleicht, welche Fortbildung, um mich auch selber weiterzubilden und gleichzeitig auch wieder Mehrwert ja fürs Unternehmen zu schaffen. Also so ist meine Denkweise. Wie siehst du das? Wie Ja. gehst du da? Also monetär zu motivieren funktioniert nur ganz kurzfristig. Ja? Oder über Wettbewerbe. Klar, ich habe meine Mannschaft auch letztes Jahr, also die Führungskräfte, hier nach Dubai eingeladen. Da sind die alle auf Kosten der Firma nach Dubai geflogen, Hotel, 5 Sterne, und wir haben ein paar schicke Sachen gemacht, die ich dann auch für Beach Business ausprobiert habe. Aber das kann ich auch nicht immer machen, das mache ich auch nicht immer. Das hat sie dann schon motiviert. Aber ich setze darauf, von innen her zu motivieren. Also die Menschen
den Menschen zu zeigen, dass eigentlich alles in ihnen steckt, was man braucht, um erfolgreich zu werden. Sie schlafen nur. Also ich wecke sie quasi auf, sodass sie auf neue Gedanken kommen. Über Wettbewerbe oder Geld zu motivieren, das ist von außen, das ist extrinsisch, das funktioniert nicht lange. Sondern wenn diese Menschen keine Ziele haben, wenn sie keinen Sinn in ihrer Aufgabe sehen, dann sind sie nicht motiviert. Motiviert bist du dann, wenn du sagst, ich bewege etwas, ich verändere damit Dinge und mache mir einen Namen damit. Und damit erreiche ich das und das und das an Ruf, an Standing, an Wertschätzung. Das motiviert. Ja. Und ich versuche in meinen Schulungen, auch in Motivation, wir haben ja auch Motivationsschulungen, logischerweise. Da geht es bei mir aber darum, dass sie erkennen, dass alles drin ist und dass sie für ihr Glück, für ihre Umstände selbst verantwortlich sind. Und die ängstlichen Menschen sehen darin ein Risiko und die Mutigen sehen darin die Chance. Hey, wenn ich für alles selbst verantwortlich bin, für mein Pech, aber auch für mein Glück, wie frei und unabhängig bin ich dann? Das ist der Punkt. Wenn ich weiß, es sind nicht mehr die äußeren Umstände, sondern auch wenn Situationen auf mich zukommen, nehme ich die Bewertung vor und ich entscheide, ob mich das emotional belastet und wie sehr oder nicht. Und was ich Positives daraus lernen kann. Schau mal, ich will jetzt nicht sagen, dass die Pandemie war Mist. Für mich hat sie mein Leben verändert, weil wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte, hätte ich nicht gemerkt, wie digital ich meine Unternehmen führen kann und würde jetzt nicht in Dubai leben. Also die Pandemie war für mich ein Segen im Nachhinein. Ja. Da sind wir wieder bei der Thematik, ne? Krisen, Ja, drastische Situationen, die eintreffen können, solche Dinge hervorrufen, ne? Wahnsinn. Ja. Ähm, Ich finde eine Frage immer noch sehr spannend, Thema Kritik, weil viele sich ja immer auch da draußen fragen, ja, wie gehe ich denn am besten mit Kritik um? ähm, deswegen, mh, gerade so als Unternehmer, dieses berühmt-berüchtigte dicke Fell, braucht man das? Und Thema einfach Kritik finde ich einfach auch spannend, habe ich jetzt auch schon sehr oft gehört. Auch nochmal für die Zuschauer finde ich sehr wertvoll, das irgendwie mitzunehmen. Ist ja auch entscheidend, von wem die Kritik kommt. Wie ist so deine Ansicht dazu? Also nimmst du, weil, keine Ahnung, weil ich bin auch so, wenn jetzt irgendeiner mir was von, ich sag jetzt mal, SEO-Optimierung erzählen will, aber jetzt jemand ist, wo ich weiß, der hat nie was damit zu tun gehabt, dann höre ich mir das an, aber denke mir so, ne, links rein, rechts raus. Oder weiß ich, okay, hier ist eben halt jetzt zum Beispiel wie in deinem Fall, um auf die Finanzdienstleistung zu beziehen, da ist ein Experte, ja, dann höre ich auch mal hin. Ne? Vielleicht ist da was dran, vielleicht kann ich was Mehrwert rausnehmen. Mhm. Ja, also kritikfähig zu sein, hängt ja auch mit einem guten Selbstwertgefühl zusammen. Ja, also die Menschen, die jetzt nicht kritikfähig sind, haben meist ja auch ein geringes Selbstwertgefühl, was dann ja nochmal angekratzt wird und das verletzt dann. Klar, Kritik findet niemand gut, aber du hast völlig recht. Es kommt darauf an, wer einem das sagt. Ja? Also wenn das jemand ist, der noch nichts gerissen hat im Leben, dann da brauche ich nicht mal ein dickes Fell, das prallt ab. Ja? Also ich bin dann taktvoll und höre mir das an und sage nicht, was willst du mir denn erzählen? Das würde ich niemals tun. Es geht ja auch um respektvollen Umgang mit Menschen. Aber ja, der ist dann eben in seiner Welt, für ihn ist das dann richtig, da zu kritisieren und fertig. Aber Menschen, die jetzt eben weiter sind, war ich bei einem Milliardär zu Gast im 87. Stockwerk in der Dubai Marina, ein Apartment, ein Penthouse, da träumt man von, ja, mit Pool im Wohnzimmer und so. Also mehr geht einfach nicht. Ja. Und wenn der dann sagt zu mir, ja, das ist schon ganz gut, aber du solltest vielleicht mal dies, das, jenes ausprobieren, dann wäre ich ja bescheuert, wenn ich nicht hinhöre. Ja. Also, ja, das kommt immer darauf an, wer die Kritik anbringt und vor allen Dingen, wie es angebracht wird. Manche Menschen sind ja einfach nur böswillig. Ja, ich habe ja jetzt auch meine ersten Hater bei Instagram und Co. Das sehe ich aber ganz entspannt, weil ich gucke ganz kurz aufs Profil, dann weiß ich, okay, Ja, ja. ja.
Kenne ich auch. Also, ja gut, ne, ich bin jetzt hier ein Jahr auch schon dabei. Ja. Ich ich, ich gehe sogar eher ein bisschen, lachhaft an die ganze Sache dran und kommentiere eventuell auch mal zurück und sage dann einfach: „Vielen Dank für deinen Kommentar. Pusht den Algorithmus. Dankeschön. Mach gerne weiter so.“ Mhm. So in der Art, ne? Ja. Ja, ähm, genau. Thema Faszination, also ein paar feste Fragen habe ich zumindest noch, aber je nachdem, mal gucken, was noch spontan hier, alles Schönes entsteht. Thema Faszination frage ich auch immer gerne. Einfach nur noch mal so vielleicht auch gerne zusammenfassen für dich. Was findest du einfach faszinierend an dem, was du machst und wahrscheinlich ja damit auch bewegst? Den Menschen Emotionen zu entlocken. Also, sie sitzen da, hören mir zu und ich sehe in den Augen: oh ja, er hat recht. Und wenn ich das so mache und dies berücksichtige, dann schaffe ich das und das und das. Und dieser Moment, wo ich das in der Mimik sehe, denn die Menschen merken das ja selbst gar nicht, das läuft ja unbewusst ab, dass ihre geistige Haltung sich durch das Gesicht nach außen widerspiegelt und das sehe ich halt. Und das, ist faszinierend, wenn ich merke, wie ich Menschen, dadurch dann, faszinieren kann, über Dinge nachzudenken und sie zu motivieren, Dinge zu ändern. Ich kann dir ein Beispiel geben, das hatten wir gerade jetzt am Montag in unserer Schulung. Wir haben immer Montagsschulung und da hatten wir eine Situation, wo eine Mitarbeiterin sagte: „Ja, da habe ich versucht, mit dem Kunden 'n Termin zu machen, aber der wollte das einfach nicht und Sie müssen sich mal vorstellen, der hat eigentlich eine Tochter, die geht jetzt ins Berufsleben und die ist noch so jung. Die könnte von diesem Zinseszinseffekt, wenn sie richtig anlegt, so gut profitieren und ich komme an den nicht ran und das nervt mich so sehr. Ich könnte wahnsinnig werden, gar nicht, weil ich jetzt kein Geld verdiene, sondern weil es mir nicht gelingt, den zu überzeugen, dass das gut für ihn ist. Ja? Und sie war da so überzeugt. Und da habe ich zu ihr gesagt, wissen Sie was, ich rufe den morgen an und sage dem Folgendes. Guten Tag, mein Name ist Ralf Niehoff, Sie werden mich nicht kennen, Geschäftsführer der Firma Solon. Und ich muss Ihnen sagen, eine Mitarbeiterin von mir, die steht kurz vorm Nervenzusammenbruch und ich überlege, ob ich ihr empfehle, einen Psychologen aufzusuchen. Und der Grund dafür sind Sie, weil, weil sie wünscht sich nichts sehnlicher, als Ihnen zu zeigen, was wir können, unabhängig davon, ob Sie unser Mandant werden oder nicht. Sie wünscht sich das aber noch nicht mal für Sie, sondern sie hatte mir anvertraut, dass Sie eine Tochter haben, die noch ihr Leben vor sich hat. Und wenn die jetzt ein paar Weichen richtig stellt, dann ist das für Ihre Tochter lebensverändert. Und ich gehe davon aus, dass Sie Ihre Tochter lieben und nur das Beste für sie wollen. Und deswegen, vielleicht können wir beide einen Deal machen. Ja? Spielen Sie doch einfach mal Versuchskaninchen. Lassen Sie unsere Mitarbeiterin kommen, lassen Sie ihre Geschichte erzählen und ich verspreche Ihnen, kommt sie mit einem Antrag zurück, den Sie unterschrieben haben, lehne ich diesen Antrag ab, weil es mir darum geht, dass Sie nicht denken, dass Sie Kunde werden sollen. Mir geht es nur darum, dass wir beide jetzt die Möglichkeit haben, eine Frau glücklich zu machen. Wollen Sie mir diesen Gefallen tun? Und sie sagte zu mir, ja, ja, machen Sie das, dann macht er ganz sicher einen Termin. Ich sage, nein, mache ich nicht. Ich wollte Ihnen nur zeigen, was mit Sprache möglich ist. Das können Sie auch selbst. Und dann saßen alle in der Schulung und hatten große Augen. Was geht mit Sprache? Und genau darum geht's. Ja. Und das macht Spaß. Das ist unheimlich faszinierend. Mhm. Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr treffend da auf diese Frage beantwortet. Ralf, eine letzte abschließende Frage, ähm, die ich jetzt auch hin und wieder mal dann gerne reinnehme. Wofür ist jetzt dann halt ein bisschen tiefer? Ja, hat eigentlich jetzt mit Unternehmertum nichts zu tun, aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Mich interessiert es auf jeden Fall. Deswegen, wofür möchtest du im Leben stehen? Für Gerechtigkeit. Ich bin Sternzeichen Waage und die Göttin Justitia hat ja vor jedem Gericht diese Waage in der Hand. Die Waage ist also das Symbol der Gerechtigkeit und es ist bei mir auch sehr ausgeprägt. Ich hasse nichts mehr als Ungerechtigkeit und es läuft vieles nicht gerecht ab in unserer Welt. Ja.
Und da möchte ich eben zu beitragen, durch meine Wissensvermittlung, dass mehr Menschen mehr Chancen wahrnehmen. Das empfinde ich dann als gerechter. Und auch was abzugeben, weil ich habe viel Glück in meinem Leben geschaffen, nicht gehabt, geschaffen. Und von daher habe ich das Bedürfnis, davon auch was zurückzugeben durch die Dienstleistung, die ich anbiete. Und das ist mir ein tiefes Bedürfnis. Und wenn das ankommt, als Trainer, als Coach, dann habe ich meine Mission erfüllt. Super abschließende Worte. Genau darauf aufbauend ist jetzt auch tatsächlich so, ja, spontan einfach mein Bedürfnis, mich wirklich wahnsinnig für deine Zeit und für den Input zu bedanken, weil ich gerade echt währenddessen, also während des ganzen Erzählens schon mir dachte, äh, genial, so. Also ich habe sofort schon so ein Ding mitgenommen und wenn die Folge rauskommt, gucke ich mich auf jeden Fall selber nochmal intensiv an. Deswegen, ja, also Sehr, sehr gern. Eines fällt mir noch ein, wenn ich das sagen darf. Wer mich gerne mal als Unternehmer sehen möchte, der kann das in der neuen Amazon Prime Reality-Doku. stimmt, da war ja was rausgekommen. Genau, Ja, ist auch Amazon Prime entsprechend, ist verlinkt. Ja. hat ja eine Doku produziert, Berater, Leben auf der Überholspur. Und der ersten Staffel habe ich in 3 Folgen mitgewirkt. Und 2 dieser Folgen spielen auch in Dubai, dass man mal so ein bisschen sehen kann, wie es hier so ist. Und dies ist jetzt auf Apple TV, ist es jetzt auch rausgekommen. Und auf Amazon Prime. Berater, Leben auf der Überholspur. Ja, cool, dass du das nochmal sagst, weil ich hatte das bei dir auf Instagram schon gesehen. Muss ich dann auch nochmal gucken. Spaß Also gemacht. ist auf jeden Fall alles verlinkt. Ja, cool. Dann nochmal, wie gesagt, vielen Dank. Und Ja, gerne. an euch draußen, ja, ich hoffe, hat euch soweit Spaß gemacht und ihr konntet auf jeden Fall, so wie ich, jetzt einfach schon intuitiv, wo ich hier sitze, Mehrwert für euch schöpfen und mitnehmen. Und ansonsten sehen wir uns dann nächste Folge wieder. Ciao, ciao.